Also herzlich willkommen. Das heutige Thema: Datenquellen und erste Schritte der Verarbeitung. Legen wir los mit Datenquellen, Vielfalt, Umfang und Qualität. Hier sehen wir eine sehr große, vielleicht unübersichtliche Grafik, durch die ich aber jetzt durchführen möchte. Die Digital Humanities ist ein großes Feld und bietet viele Methoden zur Analyse von textuellen und nicht textuellen Daten. Hier links sehen wir eher Daten und Datenquellen, rechts Methoden und unten Grundlagen und oben Fortgeschrittenes. Die hier dargestellten Methoden sollen gut erreichbar sein für Studentinnen und Wissenschaftlerinnen. Jeder sollte diese Methoden einsetzen können. Und hier wird zum Beispiel nicht darauf eingegangen, auf große Sprachmodelle wie ChatGPT oder Großprojekte oder sowas. Wir bewegen uns heute in dem Bereich links unten bei Daten und Grundlagen. Welche Quellen von digitalen Daten gibt es? Einmal, es ist eine kurze Wiederholung von gestern, das geht aber ganz schnell. Digitale Editionen liegen in guter Volltextqualität vor. Sogenannte Digitalisate an digitalen Sammlungen gibt es vor allen Dingen in sehr großen Mengen, viele Jahrzehnte, viele Jahrhunderte Text, alle möglichen Textformen und Sprachen. Und da gibt es eine ganze Menge Material. Auf bildhaftes Material, digitale Audio- und Videoarchive gehe ich hier weniger ein, aber die Digital Humanities adressieren auch diesen Sektor. Dann wieder eine gute Volltextqualität bei Wikisource, Wikidata und Wikipedia in allen möglichen Sprachen. Hier muss man halt für sich selbst bewerten, wie es mit der Wissenschaftlichkeit dieses Materials steht. Generell gilt, Daten gibt es überall, in Twitter, sozialen Medien, Blogs von Privatpersonen, Kochrezepte. Bei Zeitungsportalen gehen die Seitenanzahlen in die Millionen. Der GLAM-Sektor ist ganz wichtig, Galleries, Libraries, Archives and Museums. Citizen Science-Projekte möchte ich erwähnen. Und aktuell an der Uni Bremen, es werden Memes, Bildwitze werden beforscht. Da gibt es eine Humoranalyse in der Linguistik bei Professor Inke Dubois. Und genau, vor wenigen Tagen gab es im Lokalsender hier in Bremen einen Beitrag dazu in Radio Bremen. Wer meint, dass Twitter Kurzmaterial ist, da kann man sagen, es geht noch kürzer. Wenn man sich Likes und Dislikes anschaut, da läuft gerade ein Call for Papers bei der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, so in Deutsch. Was erhält man für Material? Text, Bild, Audio, Animation, Video, neue Medien wie 3D und 360 Grad Bildmaterial. Nach unten hin wird es immer dünner mit den Methoden, die in der Lage sind, dieses Material zu prozessieren, und deshalb werden zumeist große digitale Textkorpora beforscht. Qualität und Form der Daten. Man kann sich fragen, bekomme ich nur die Daten oder auch Metadaten? Sind die Daten selbst strukturiert oder nicht, und in welchen Dateiformaten erhalte ich sie? Die Software-Tools stehen hier, weil sie selbst bestimmte Dateiformate produzieren oder voraussetzen. Man kann Daten nicht nur beziehen, sondern man kann sie auch selbst erstellen. Das geht zum Beispiel mit OCR, Optical Character Recognition, mit Transkription, Abschrift von Daten. Ganz modern sind Transkribatons in Anlehnung an die Hackathons der Informatiker und Programmierer. Und ebenfalls aktuell, nächste Woche, ab dem 13.02. gibt es die Love Data Week. Da findet ein Transkribaton an der UB Tübingen mit der Plattform eScriptorium statt. Annotationen, generell Metadaten ergänzen und aufbereiten und sowas gehört hier alles mit genannt. Datenvorverarbeitung und Data Refinement sind dann schon die nächsten und ersten Schritte in der Prozesskette, die dann nach dem Zugang zu Daten startet. Generell sollte man Protokoll führen über das, was man getan hat, so eine Art Laborbuch. Sogar dafür gibt es Tools, aber zunächst einmal reicht bestimmt eine Text- oder sonst welche Datei, in der man notiert, was man Schritt für Schritt getan hat.
Auch hier gilt, wie beim Beziehen von Daten, auf Formate achten, dokumentieren und fair arbeiten. Da geht es gleich noch ein bisschen drum und die Kriterien des Forschungsdatenmanagement beachten. Nächster Punkt, Zugang, Formate und Struktur. Fair hatte ich gerade eben gesagt, findable, accessible, interoperable and reusable ist ein großes Prinzip, wenn man Daten bezieht oder selber auch welche produziert. Wenn das FAIR-Prinzip gut funktioniert, dann geht das Ganze auch in Richtung Maschine-Maschine-Kommunikation. Das ist natürlich sehr effizient und ein klein bisschen davon sehen wir auch gleich im Folgenden. Ich möchte auch nennen als Corpus-Portal dracor.org als Beispiel für guten Zugang zu Daten und mehr dazu im nächsten Abschnitt. Ebenfalls möchte ich nennen das Deutsche Textarchiv, Wikipedia. Da kann man zum Beispiel, man kann die gesamte Wikipedia runterladen. Ja, habe ich irgendwann noch schon mal gemacht. Und Clarin möchte ich nennen als Forschungsinfrastruktur. Im Verlauf der Woche auch noch mehr dazu. Mäßiger Zugang zu Daten erhält man, wenn man Buchtitel und Zeitungstitel seid und es wird nur ein Einzelseiten-Download angeboten. Twitter als kommerzielles Angebot, da haben Leute schon mal das so gelöst, dass sie den Twitter-Stream mitgeschnitten haben. Data Scraping ist so eine Art Herauskratzen von Informationen aus Webseiten, die man gerade mal haben möchte. Und wenn alles nichts hilft, schreibt man eine E-Mail an eine Kontaktperson. Bei Google Books müsste ich selber aktuell nochmal schauen. Vor einer Weile hatte ich den Eindruck, dass immer nur Textteile eines ganzen Buches im Volltext herausgegeben wurden. Es gibt vielfältige Präsentationen von digitalen Quellen. Einige möchte ich hier zeigen: Library of Congress, Trove, Australian Newspapers und so weiter. Hier sehen wir The Herald von der Library of Congress. Da wird ein Text- und PDF-Download angeboten. Das ist jedoch, ja, das ist ein Einzelseiten-Download. Beim DFG-Viewer wird ein Einzelseiten-Download heruntergeladen. Da habe ich vor ein paar Tagen nachgefragt, ob es auch möglich ist, sich mehrere Seiten herunterzuladen. Und da wurde gesagt, ich sollte die Metadatendateien durchcrawlen und ein Programm schreiben, das es dann durchläuft. Sehr interessant bei Trove, den australischen Newspapers. Da wurde eine Artikelseparierung auf diesem großen mehrspaltigen Format durchgeführt. Und per Download erhält man dann ausschließlich den Text, der hier hervorgehoben ist. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, ist aber erstmal ein gutes Angebot. Ich finde ein schönes Beispiel, eine Quelle, 3 Plattformen. Gestern habe ich die historische Zeitschrift Die Grenzboten vorgestellt und die sehen wir uns jetzt an in Wikisource bei uns an der SUB Bremen und im Deutschen Textarchiv. Hier die URLs dazu. Und kleinen Moment, da wollte ich zuerst bei Wikisource reingehen. Und wie Sie sehen, ich ändere hier gerade mal die Breite des Fensters. Das ist so eine Ansicht wie in einem E-Book und es ist auch sehr gut geeignet für die Darstellung auf einer Webseite. Jetzt gibt es aber gleich ein Aber. Vorher zeige ich nochmal das Wort Gleichmaß hier unten hervorgehoben. Und jetzt kommt das Aber in den digitalen Sammlungen der SUB. Das Wort Gleichmaß war eigentlich am Zeilenende umgebrochen. Und bei Wikisource wurde halt nicht zeilengetreu transkribiert. Wir gehen zum Deutschen Textarchiv. Das ist eine sehr professionelle Korpusdatenbank mit guten Quellen. Wir haben einmal kooperiert, die BBAW in Berlin und die SUB. Und da ist das Wort Gleichmaß natürlich auch umgebrochen. Ebenfalls sehr schön am Deutschen Textarchiv, es wird ein Download in verschiedenen Dateiformaten angeboten. Kommen wir zur Zusammenfassung, Datenquellen. Die Textkodierung, Struktur und Metadaten werden ermöglicht letztendlich durch die verschiedenen Dateiformate. Einige möchte ich hier mal nennen: Hawker, Page, Alto, TEI.
MODS ist ein reines Metadatenformat, Plaintext und so weiter. Es gibt viele mehr. Die Tools und die Dateiformate entsprechen sich einander. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Man sollte einen kritischen Blick auf die Quellen werfen, das wissenschaftliche Niveau, wie original die Quellen sind oder halt nicht, wie gerade eben gesehen. Und kritisch bewerten sollte man auch kommerzielle Angebote. Sie könnten einen Bias haben, eine Tendenz oder einen ganz so guten Zugang zu den Daten. Generell gilt, ein Image-Digitalisat ist für die Volltextprozessierung nicht ganz so gut wie ein Volltextdigitalisat. Ein Korpus ist gepflegt und zusammengetragen und eine Edition hat eine hervorragende Textqualität. Eine Kritik der Dateiformate möchte ich einmal geben. Die Dateiformate sind halt in der Welt. Einige sind häufig, andere nicht. Einige sind empfehlenswert oder weniger geeignet. Man sollte sagen, ein Dateiformat ist dann empfehlenswert, wenn es interoperabel ist. Das heißt, wenn es Menschen oder Computern den Zugriff auf ausgezeichnete Datenelemente wie Titel, Erscheinungsdauer, halt Metadaten ermöglicht. Ein Gegenbeispiel wäre zum Beispiel Word. Und jetzt komme ich zu inakzeptabel. Die Open Preservation Foundation hat vor wenigen Tagen eine Interest Group for File Formats gegründet und da wurden einige Dateiformate auch eher als inakzeptabel bezeichnet. Kommen wir zum Einstieg in automatisierte Datenprozessierung. Unten sehen wir eine Prozesskette, wie sie als Beispiel, wie sie so typisch sein könnte, Download, Datenvorverarbeitung und so weiter. Selbst beim Zugang zu Daten kann man automatisieren, wie wir gleich sehen werden. Ich möchte hier niederschwellige, einfache Methoden zeigen und für den Campus der Uni Bremen kann ich sagen, es gibt am Data Science Center eine Infrastruktur, wo man Zugang zu einem hochperformanten Computercluster erhält. Und was hier einfach nochmal hingehört, ein Laborbuch mitschreiben zur Dokumentation der einzelnen Schritte. Auf diese Schritte, Kommandozeile, Kommandozeilen, ein Curl-Skript zum Download und reguläre Ausdrücke werde ich gleich im Einzelnen nochmal drauf eingehen. Und zwar am Beispiel eines Shakespeare-Korpus, den wir erhalten über die Korpusdatenbank Dracor. Da klicke ich einmal drauf und wir orientieren uns einen kleinen Moment. Wir sehen hier eine Liste von Shakespeare-Dramen. Rechts hat man die Möglichkeit, TI-Versionen, also Volltext, herunterzuladen mit einem Linksklick oder mit Rechtsklick, Ziel speichern unter. Sehr schön finde ich, dass hier Metadaten für diesen Korpus angeboten werden, und zwar in den Formaten JSON und CSV. CSV habe ich mir gerade eben schon mal heruntergeladen. Und das ist die CSV-Datei, die Name, Korpus-Kurztitel, Korpustitel und einige Metadaten angibt. Ist nicht ganz unbeabsichtigt, dass ich hier schon mal in den Editor Notepad++ gehe. Den werden wir gleich weiter sehen. Und am Ende dieser Datei sehen wir, es sind 37 nach Abzug der ersten Zeile. Es sind 37 Titel von Shakespeare, die wir hier haben. Mal zurück in den Vortrag. 37, das wird ja noch gehen, aber bei Hunderten von Titeln würde das manuelle Herunterladen unangenehm, fehleranfällig und undokumentiert vonstatten gehen. Beispielsweise haben der Calderon Drama Corpus 205 und der German Drama Corpus 605 Titel. Die möchte man natürlich auch alle haben. Also es geht besser und man könnte ein Download-Skript zum automatisierten Download erstellen. Das werde ich jetzt mal einmal vorführen. Dazu habe ich die folgenden Schritte benutzt. Einmal den kostenlosen Editor Notepad++ und reguläre Ausdrücke. Reguläre Ausdrücke, das ist so eine Art Sprache. Sprache ist zu viel gesagt, aber man dies zur Identifizierung von Textmustern mit Hilfe von Zeichenkürzeln, die häufig in der Informatik eingesetzt wird.
reguläre Ausdrücke, Regex, ermöglichen ein sehr mächtiges und flexibles Suchen und Ersetzen. Die habe ich verwendet für den Download, um das Download-Skript zu erstellen. Dann gehen wir kurz auf die Kommandozeile, um den Korpus, den alle 37 Titel herunterzuladen. Und auf diesen Schritt gehe ich nicht ganz so sehr ein. Wir haben halt Material im TEI-Format. Für meine Zwecke benötige ich jedoch Plain Text, reinen Text. Und der Editor Notepad++ bietet auch ich würde sagen, einen Regex-Prozessor für ganze Verzeichnisse an. Und damit kann ich eine weitere Datenvorverarbeitung für meine Zwecke hier vornehmen. Schritt 1, das Download-Skript erstellen. Da habe ich auf der Webseite gesehen, ich gehe jetzt mal hier mit dem roten Punkt, das ist hier so, das ist das Muster, URL-Muster einer TEI-Datei, wie sie denn 37 Stück davon zum Download angeboten werden. Bei Name steht dann jeweils der Korpus-Kurztitel, zum Beispiel Henry VI. Und das kann man sich dann sehr schön aus den CSV-Metadaten herausnehmen. Das erste Feld ausschneiden, das zeige ich hier mal zur Demonstration. Links sehen wir den regulären Ausdruck dafür. Es sieht wild aus, aber man kann es erlernen und es gibt sogenannte Cheat Sheets dafür. Also Regex Cheat Sheet und dann hat man eine ganze Menge Informationen auf einer einzigen Seite. So sieht das Ganze aus, wenn der reguläre Ausdruck arbeitet und das erste Feld ausgeschnitten wurde. Hier ist es teilautomatisiert, das geht natürlich auch vollautomatisiert. Oder aber man schneidet das erste Feld nicht aus, sondern man baut es gleich in den Befehl ein, den man haben möchte. Hier mit einem anderen regulären Ausdruck gleich in diesen Befehl eingebaut. Das fertige Download-Skript sieht dann so aus und man könnte hier 37 oder 605 oder 2000 Titel mit einem Aufruf herunterladen. Hier vorne und hinten dann der Kurztitel eingebaut, um gleich die Datei entsprechend zu benennen. Das Skript hat 32 Sekunden gedauert, hat 100 MB heruntergeladen und ist weniger fehleranfällig als ein manuelles Herunterladen. Gleichzeitig dokumentiert es diesen Schritt der Datenakquisition. Darauf gehe ich, wie gesagt, weniger ein. Die Konvertierung von TEI in Plain Text. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, dies zu tun. Hier habe ich einen TEI zu Text XSLT verwendet. Wie gesagt, das ist nur am Rande. Da gehen wir vielleicht im Verlauf der Woche nochmal drauf ein. Die Ausgabe dieser Plaintext-Konvertierung sehen wir hier rechts. Pandaros sagt, I speak no more than truth. Und die Antwort ist, thou dost not speak so much. Und das möchte ich für meine Zwecke hier in eine geeignetere Form bringen. Auch dazu ein regulärer Ausdruck der sogenannten Whitespace durch ein einzelnes Leerzeichen ersetzt. Einfach mal ganz simpel. Und auch anschließend bei Punkt, Ausrufezeichen und Fragezeichen umbricht. Auf diese Art und Weise haben wir einzelne Sätze auf eine einzelne Zeile gebracht und ich würde sagen, hier erstmal in eine für diese Zwecke geeignetere Form. Dann weitere Möglichkeiten der Untersuchung wären, wenn man sich denkt, der Mond spielt eine große Rolle in den Dramen von Shakespeare. Die Häufigkeit von diesem Wort, Kollokationen zu Moon, ich habe gestern ein bisschen was dazu erzählt. Eine Sentiment-Analyse im Kontext, Position im Text, all das kann man sich mit Zugriff auf den gesamten Volltext betrachten. Man kann auch untersuchen, ob die Verwendung der Pronomina you, thou, sein und so weiter in Shakespeares Dramen eine erkennbaren Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Oder man kann die Länge der Sätze oder der Beiträge im Dialog untersuchen. Dabei Wortfrequenzen rechnen, visualisieren und versuchen, Muster zu erkennen. Damit wäre ich zunächst einmal am Ende und ich gebe einen kleinen Ausblick auf die
auf den weiteren Verlauf der Woche. Morgen freue ich mich, wie gesagt, auf den Vortrag von Frau Brauer von der UB Frankfurt. Am Mittwoch und Donnerstag gibt es damit Themen zu Digital Humanities Methoden. Und am Freitag wird Dr. Dennis Mischke das Ada Lovelace Center vorstellen. Jo, und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.